Teil 5 Die Geheimlehre von H.P. Blavatsky, Buch des Zion, Strophe 1. Mein eigenes Vorwort zum Buch des Zion. Es stammte aus der Zeit von Atlantis, das kann auch Hunderttausende von Jahren her sein. Das unverschlüsselte Original dürfte wohl nicht mehr vorhanden sein, aber wer weiß das schon. Da in jener Vergangenheit die Oberhand zwischen guten und bösen Mächten wechselte, mussten die Guten ihre Weisheiten in Büchern verschlüsselt wiedergeben, und nur Eingeweihte konnten diese entschlüsseln. Die Bösen hingegen verbrannten so viele Bücher wie möglich und schrieben bedeutende Werke so um, dass sie sich selbst als Gute und Auserwählte ins Licht stellen konnten. Dieses berühmte Buch hier musste verschlüsselt werden. Teile sind symbolisch zu erkennen und andere Teile stellen selbst für Blavatsky nur Abracadabra dar, wie wir im letzten Teil erfahren haben. Ob sie in ihren Kommentaren immer richtig liegt? Ich gebe diese verkürzt wieder. 7 Strophen aus dem Buche des Zion mit Kommentaren. Strophe 1, Vers 1. Die ewige Mutter, gehüllt in ihre immer unsichtbaren Gewande, hatte wieder einmal während 7 Ewigkeiten geschlummert. Kommentar. Die Mutter, der Raum, ist die ewige, allgegenwärtige Ursache von allem, die unbegreifliche Gottheit, deren unsichtbares Gewande die mystische Wurzel aller Materie und des Weltalls sind. Raum ist das eine ewige Ding, dessen Vorstellung uns am leichtesten gelingt, unbeweglich in seiner Abstraktion und durch die An- und Abwesenheit eines in ihm enthaltenen objektiven Universums unbeeinflusst. Er ist nach der Lehre des esoterischen Katechismus weder unbegrenzte Lehre noch bedingte Fülle, sondern beides. So stehen die Gewänder für undifferenzierte kosmische Materie als Ding an sich. Es ist nicht Stoff, wie wir ihn kennen, sondern die geistige Wesenheit der Materie und ist gleich ewig und sogar eins mit dem Raume in seiner abstrakten Bedeutung. Ich ergänze noch, der Raum und das Gewand sind beides Hüllen, welche etwas enthalten können oder auch nicht. Mit den 7 Ewigkeiten sind Äonen oder Perioden gemeint. Das Wort Ewigkeit, wie es in der christlichen Theologie verstanden wird, ist für ein asiatisches Ohr sinnlos, außer wenn es auf die eine Existenz angewendet wird. Noch ist der Ausdruck Unvergänglichkeit, die Ewigkeit bloß in der Zukunft, irgendetwas Besseres als eine Fehlbenennung. Ich ergänze noch, 7 Ewigkeiten könnte es sowieso nicht geben, wenn dann nur eine. Im Originalbuch muss also etwas anderes damit gemeint gewesen sein. Waren es die 7 Herrscher oder Könige? Solche Worte existieren in keiner philosophischen Metaphysik und kennen es auch nicht. Und sie waren unbekannt bis zur Ankunft des kirchlichen Christentums. Die 7 Ewigkeiten bedeuten die 7 Perioden oder eine Periode, die in ihrer Dauer den 7 Perioden eines Manvantara entspricht und erstrecken sich über ein großes Zeitalter. Hier geht es um bis zu 15-stellige Zahlen, in welchen, um das richtige Resultat zu erhalten, jede Zahl von der Form 7 sein muss. Der Schlüssel hierzu kann nicht gegeben werden, denn darin liegt das Geheimnis der esoterischen Berechnungen, und für Zwecke gewöhnlicher Rechnungen ist er ohne Sinn. Die Zahl 7, sagt die Kabbala, ist die große Zahl der göttlichen Geheimnisse. Strophe 1, Vers 2. Es gab keine Zeit, denn sie lag schlafend in dem unendlichen Schoße der Dauer. Besser zu sagen wäre, es gab noch keine Zeit. Zeit ist bloß eine durch die Aufeinanderfolge unserer Bewusstseinszustände während unserer Reise durch die ewige Dauer erzeugte Illusion. Und dort, wo kein Bewusstsein existiert, in dem die Illusion hervorgebracht werden kann, existiert sie nicht, sondern liegt schlafend. Die Gegenwart ist bloß eine mathematische Linie, welche jenen Teil der ewigen Dauer, welchen wir die Zukunft nennen, von dem Teil, den wir die Vergangenheit nennen, trennt. Nichts auf Erden hat wahre Dauer. Die Person oder das Ding in seiner Wirklichkeit besteht nicht allein aus dem, was in einem einzelnen Augenblick zu sehen ist, sondern ist aus der Summe
aller seiner verschiedenen und wechselnden Zustände von seiner Erscheinung in einer materiellen Form an bis zu seinem Verschwinden von der Erde zusammengesetzt. Diese Gesamtsumme ist es, die seit Ewigkeit in der Zukunft existiert und nach durch die Materie wandert, um für die Ewigkeit in der Vergangenheit zu existieren. Strophe 1, Vers 3. Das Universalgemüt war nicht vorhanden, denn es gab keine Ahi, himmlisches Wesen, es zu enthalten. Gemüt ist ein Name für die Summe der Bewusstseinszustände, die unter Gedanken, Willen und Gefühl zusammengefasst werden. Während des tiefen Schlafes hört die Ideenbildung auf der physischen Ebene auf und das Gedächtnis ist untätig. Es ist somit für diese Zeit das Gemüt nicht vorhanden, weil das Organ mittelst welchem das Ego Ideenbildung und Gedächtnis auf der materiellen Ebene offenbart, zeitweilig zu funktionieren aufgehört hat. Die Ahi sind die vereinten Scharen der geistigen Wesen, der Engelscharen des Christentums, die Elohims und Botschafter der Juden, die das Vehikel für die Offenbarung des göttlichen und universalen Gedankens und Willens sind. Sie sind die intelligenten Kräfte, welche die Natur ihre Gesetze gegeben und sie in ihr vollziehen, während sie selbst nach Gesetzen handeln, die ihnen auf ähnliche Weise von noch höheren Kräften gegeben sind, aber sie sind nicht die Personifikation der Naturkräfte, wie irrtümlicherweise geglaubt wird. Diese Hierarchie engelhafter Wesen ist gleich einer Armee, einer Heerschar fürwahr, mit Hilfe derer die Kampfkraft einer Nation sich manifestiert und die aus Armeekorps, Divisionen, Brigaden, Regimentern und so fort zusammengesetzt ist, jedes einzelne davon mit gesonderten Individualität oder Leben. Ich ergänze noch, Ahi ist himmlisches Wesen, ist Engel, ist Angel. Engel waren also Kämpfer. Sie waren ein Stamm schon zu Zeiten von Atlantis, welche für das Gute in den Kampf zogen. Noch heute sagt man Angeln zu existierenden Volksteilen. Schaue mal im Internet nach unter Angeln und Volk. Jetzt ergibt sich von selbst, warum Erzengel Schwerter und Lanzen tragen und zu ihren Füßen das Böse liegt. Strophe 1, Vers 4. Die 7 Wege zur Seligkeit existieren nicht, noch nicht. Die großen Ursachen des Leidens waren nicht vorhanden, denn es war niemand da, sie hervorzubringen oder in sie verstrickt zu werden. Es gibt 7 Pfade oder Wege zur Wonne, der Nicht-Existenz, welche absolutes Sein, Dasein und Bewusstsein ist. Sie existieren noch nicht, weil das Weltall bis dahin leer war und nur im göttlichen Gedanken existierte. Für das ungeübte Auge eines Wilden ist ein Gemälde vorerst in ein sinnloser Wirrwarr von Farbenstrichen und Klecksen, während das gebildete Auge sofort ein Gesicht oder eine Landschaft sieht. Nichts ist dauernd, außer der einen verborgenen absoluten Existenz, welche in sich die Dinge an sich von allen Realitäten enthält. Ich ergänze noch, die 7 Wege zur Seligkeit existieren nicht, noch nicht, die großen Ursachen des Leidens, das Böse und die Bösen waren noch nicht vorhanden, denn es war niemand da, sie hervorzubringen oder in sie verstrickt zu werden. Das könnte meinen, bis zu diesem Stadium gab es noch kein Böses. Strophe 1, Vers 5. Dunkelheit allein erfüllte das unendliche All, denn Vater, Mutter und Sohn waren wieder einmal eins, und der Sohn war noch nicht erwacht für das neue Rad und seine Wanderung auf demselben. Dunkelheit ist Vater, Mutter, Licht ihr Sohn, sagt ein altes Sprichwort des Ostens. Licht ist unvorstellbar, außer als von einer Quelle kommend, die seine Ursache ist, und da im Falle des uranfänglichen Lichtes diese Quelle unbekannt ist, eine solche jedoch von Vernunft und Logik mit Nachdruck verlangt wird, so nennen wir sie Dunkelheit, von einem intellektuellen Gesichtspunkte aus. Das erborgte oder sekundäre Licht kann, was immer seine Quelle sei,
nur von zeitlichem Charakter sein. Dunkelheit ist also die ewige Matrix, in der die Quellen des Lichts erscheinen und verschwinden. Wie weit wir dieses Licht, das in der ewigen Matrix scheint, wahrnehmen, hängt von unseren Fähigkeiten des Schauens ab. Was für uns Licht ist Finsternis für gewisse Insekten, und das Auge des Hellsehers sieht Beleuchtung, wo das normale Auge nur Schwärze wahrnimmt. Als das ganze Weltall im Schlaf versunken in sein neues Urelement zurückkehrt, da war weder ein Lichtzentrum noch ein Auge, das Licht wahrzunehmen, und Dunkelheit erfüllte notwendigerweise das unendliche All. Vater und Mutter sind das männliche und weibliche Prinzip in der Wurzel Natur, die entgegengesetzten Pole, die sich in allen Dingen auf jeder Ebene des Kosmos manifestieren, oder Geist und Substanz in einem weniger allegorischen Aspekt, deren Resultierende das Weltall oder der Sohn ist. Der Ausdruck Rad symbolisiert eine Welt oder Weltkugel und zeigt somit, dass die Alten wussten, dass unsere Erde eine sich drehende Kugel und nicht ein bewegungsloses Viereck ist, wie einige kirchliche Väter lehrten. Strophe 1, Vers 6. Die 7 erhabenen Beherrscher und die 7 Wahrheiten hatten aufgehört zu sein, und das Weltall, der Sohn der Notwendigkeit, war in Paranishpana untergetaucht, um wieder ausgeatmet zu werden von dem, das ist und dennoch nicht ist, nichts war. Die 7 erhabenen Beherrscher sind die 7 schöpferischen Geister, die Dhyan-Engel, die den hebräischen Elohim entsprechen. Es ist dieselbe Hierarchie von Erzengeln, zu der St. Michael, St. Gabriel und andere in der christlichen Theogonie gehören. Von den 7 Wahrheiten oder Offenbarungen oder vielmehr geoffenbarten Geheimnissen sind uns bloß 4 ausgehändigt, da wir noch in der 4. Runde sind und die Welt bisher auch nur 4 Buddhas gehabt hat. Es ist dies eine sehr komplizierte Frage und wird später eine ausführlichere Behandlung erfahren. Insofern sagen Hindus und Buddhisten, es gibt nur 4 Wahrheiten und 4 Veden. Aus einem ähnlichen Grunde bestand Irenäus auf der Notwendigkeit von 4 Evangelien. Paranishpana ist die absolute Vollendung, welche alle Existenzen am Schluss einer großen Periode der Aktivität erreichen und in welcher sie in der nachfolgenden Ruheperiode ruhen. Die Geheimlehre lehrt die fortschreitende Entwicklung von allem, von Welten sowohl als von Atomen, und es lässt sich weder ein Beginn noch ein Ende dieser erstaunlichen Entwicklung vorstellen. Unser Universum ist nur eines aus einer unendlichen Zahl von Universen. Alle diese sind Söhne der Notwendigkeit, als Glieder in der großen kosmischen Kette von Universen. Das Erscheinen und Verschwinden des Weltalls wird geschildert als ein Aus- und Einatmen des großen Atems, welcher ewig ist. Die anderen sind abstrakter Raum und Dauer. Wenn der große Atem ausgestoßen wird, heißt er der göttliche Atem und wird als das Atmen der unerkennbaren Gottheit der einen Existenz betrachtet, welche gewissermaßen einen Gedanken ausatmet, welcher zum Kosmos wird. Desgleichen verschwindet, wenn der göttliche Atem eingezogen wird, das Weltall wieder in den Schoß der großen Mutter, die dann schläft, gehüllt in ihre immer unsichtbaren Gewande. Ich ergänze noch, diese Strophe spricht von 7 Beherrschern und Blavatsky von einer Hierarchie von Erzengeln. Alles wieder Hinweise auf Atlantis. Die Erzengel führen die Heerscharen von Engeln und später sind sie die Dhyan-Engel oder Elohim. Strophe 1, Vers 7. Die Ursachen des Daseins waren beseitigt, das Sichtbare, welches war, und das Unsichtbare, welches ist, ruhten im ewigen Nichtsein, dem einen Sein. Die Ursachen des Daseins bedeuten nicht bloß die der Wissenschaft bekannten physischen Ursachen, sondern die übernatürlichen Ursachen, deren hauptsächlichste das Verlangen nach Existenz ist, welches aus Nidana und Maya entspringt. Die Idee eines ewigen Nichtseins, welches das eine Sein ist, wird jedem paradox erscheinen, der sich nicht daran erinnert, dass wir unsere Vorstellungen vom Sein
auf unser gegenwärtiges Existenzbewusstsein beschränken, dass wir es zu einem spezifischen statt zu einem allgemeinen Ausdruck machen. Ein ungeborenes Kind würde, wenn es in unserem Sinne denken könnte, notwendigerweise seinen Seinsbegriff auf ähnliche Weise auf das intrauterine Leben, das es alleine kennt, beschränken. Und sollte es den Versuch machen, seinem Bewusstsein die Idee des Lebens nach der Geburt, seinem Tode, auszudrücken, so würde es, mangels von Daten, auf die es sich stützen könnte, und von Fähigkeiten, solche Daten zu verstehen, wahrscheinlich dieses Leben als Nichtsein, welches das wirkliche Sein ist, bezeichnen. Strophe 1, Vers 8. Allein erstreckte sich die eine Form des Seins unbegrenzt, unendlich, unverursacht, in traumlosem Schlafe, und das Leben pulsierte unbewusst im Weltenraume, durch jene Allgegenwart, welche nur dem geöffneten Auge des Dankma wahrnehmbar ist. In Indien heißt es das Auge des Shiva, aber jenseits der großen Bergkette ist es in esoterischen Ausdrucksweise als Dankmas geöffnetes Auge bekannt. Dankma bedeutet eine geläuterte Seele, eine der höchste Adept oder vielmehr ein sogenannter Mahatma geworden ist. Sein geöffnetes Auge ist das innere geistige Auge des Sehers, und die Fähigkeit, welche sich mittelst derselben offenbart, ist nicht das, was man gewöhnlich unter Hellsehen versteht, nämlich die Kraft in die Ferne zu sehen, sondern vielmehr die Fähigkeit der geistigen Intuition, durch welche unmittelbare und sichere Erkenntnis erhalten werden kann. Diese Fähigkeit steht in innigem Zusammenhange mit dem dritten Auge, welches die mythologische Überlieferung gewissen Menschenrassen zuschreibt. Und es hat jemand, der Autorität beansprucht, nämlich Sir Monier Williams, Boden-Professor der Sanskrit zu Oxford, gerade eine Tatsache geleugnet. In seiner Jahresansprache vom 9. Juni 1888 vor dem Victoria Institute of Great Britain belehrte er seine Zuhörerschaft wie folgt. Ursprünglich wendete sich der Buddhismus gegen alle einsame Askese, zur Erlangung der erhabenen Höhen der Erkenntnis. Er hatte kein okkultes, kein esoterisches Lehrsystem, das den gewöhnlichen Menschen vorenthalten worden wäre. Und wiederum, als Gautama Buddha seine Laufbahn begann, scheint die spätere und niedere Form des Yoga wenig bekannt gewesen zu sein. Gleich darauf aber teilt der gelehrte Vortragende sich selbst widersprechend seinem Auditorium mit: Wir erfahren aus dem Lalita Vistara, dass verschiedene Formen körperlicher Peinigung, Selbstkasteiung und Abtötung in Gautamas Zeit gewöhnlich waren. Dem Vortragenden scheint es gänzlich unbekannt zu sein, dass diese Art von Peinigung und Selbstkasteiung gerade die niedere Form des Yoga ist. Der Hatha-Yoga, welcher in Gautamas Zeit wenig bekannt und doch so gewöhnlich war. Ich ergänze noch: Peinigung und Selbstkasteiung wird nicht im Buch Zion und auch nicht von den wahren Religionsführern gefordert. Es ist weder notwendig noch hilfreich. Nur das Böse kann so etwas Unreines verlangen. Meditieren und vollkommene Ruhe genießen ist besser. Strophe 1, Vers 9. Aber wo war Dankma, als der Alaya des Weltalls in Paramartha war und das große Rad Anubhadaka war? Hier haben wir den Gegenstand jahrhundertelanger scholastischer Disputation vor uns. Die zwei Worte Alaya und Paramartha verursachten eine Trennung der Schulen und Zersplitterung der Wahrheit in mehr verschiedene Aspekte als irgendein anderes mystischer Ausdruck. Alaya ist die Seele der Welt oder Anima Mundi, die Oberseele, welche nach der Geheimlehre periodisch ihre Natur ändert. Alaya, obwohl ewig und wandellos in seinem inneren Wesen auf den Ebenen, die sowohl Menschen als kosmischen Göttern Dhyani Buddhas unerreichbar sind, ändert sich während der tätigen Lebensperiode mit Bezug auf die niederen Ebenen, unsere mit eingeschlossen. Während dieser Zeit sind nicht bloß die Dhyani Buddhas mit Alaya eins in Seele und Wesen, sondern selbst der im Yoga, mystischer Meditation, starke Mensch ist fähig, seine Seele darein
zu versenken. Es ist dies nicht Nirvana, sondern ein demselben zunächst kommender Zustand. Daher die Meinungsverschiedenheit. Kein Arhat oder Bettelmönch kann vollkommene Erkenntnis erreichen, bevor er eins mit Paranirvana ist. Parikalpita und Paratantra sind zwei große Feinde. Parikalpita im tibetanischen Kuntak ist der Irrtum, den jene begehen, die nicht fähig sind, die Leerheit und illusorische Natur von allem zu erkennen, die an die Existenz von etwas Nicht-Existierendem glauben, zum Beispiel an das Nicht-Ich. Und Paratantra ist das, welches, was immer es sei, bloß durch ein Abhängigkeits- und Kausalitätsverhältnis besteht und das verschwinden muss, sobald seine Entstehungsursache beseitigt wird, zum Beispiel die Flamme eines Dochtes. Zerstöre oder lösche ihn und das Licht verschwindet. Die esoterische Philosophie lehrt, dass alles Leben und Bewusstsein hat, aber nicht, dass jedes Leben und Bewusstsein dem der menschlichen oder auch nur tierischen Wesen ähnlich ist. Wir betrachten das Leben als die eine Form der Existenz, die sich in der sogenannten Materie manifestiert, oder was wir im Menschen ungenauerweise trennen und Geist, Seele und Stoff nennen. Materie ist das Vehikel für die Offenbarung der Seele auf dieser Daseinsebene, und die Seele ist das Vehikel der Offenbarung des göttlichen Geistes auf einer höheren Ebene. Und diese drei sind eine Dreieinigkeit, die im Leben, das sie alle durchströmt, ihre Synthese findet. Das hinter den Erscheinungen stehende absolute Bewusstsein, das nur wegen der Abwesenheit jedes persönlichen Elements als Unbewusstsein bezeichnet wird, übersteigt, sagen sie uns, das menschliche Begriffsvermögen. Der Mensch, unfähig Begriffe anders als aus den empirischen Phänomenen entnommenen Bestandteilen zu bilden, ist eben infolge der Beschaffenheit seines Wesens machtlos, den Schleier zu heben, der die Majestät des Absoluten verbirgt. Nur der befreite Geist kann undeutlich die Natur der Quelle sich vergegenwärtigen, aus der er entsprang und in die er gegebenenfalls zurückkehren muss. Aber da selbst der höchste Dhyan Chohan sich nur in Unwissenheit vor dem schrecklichen Geheimnis des absoluten Wesens beugen kann und da selbst in dem Höhepunkt der bewussten Existenz, dem Versenken des Individuums in das universelle Bewusstsein, um einen Ausdruck Fichtes zu gebrauchen, das Endliche, das Unendliche nicht begreifen kann, noch an dasselbe den Maßstab seiner eigenen Gemütserfahrungen anlegen kann. Wie kann man da sagen, dass das Unbewusste und das Absolute einen auch nur instinktiven Trieb oder Hoffnung haben kann, klares Selbstbewusstsein zu erlangen? Vielen Dank für das Zuhören. Blavatskys Texte verstehen viele erst im Laufe der Zeit. Die Schreibweise ist aus dem 19. Jahrhundert. Viele Begriffe sind aus fernen Kulturen. Ich werde manches vereinfacht wiedergeben und auch mal Erklärungen einfügen. Ich gebe die Geheimlehre in kleinsten Einheiten von wenigen Minuten wieder. Das wird viele Teile und Zeit erfordern. Auf alle Fälle wird es stetig spannender. Deshalb lohnt es sich, mir zu folgen und den Kanal zu abonnieren. Auch über ein Like freue ich mich ehrlich. Bis zum nächsten Mal.